Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 12. Juli 2025. Ermittlungen wegen Bestechung in der Ausländerbehörde. In Duisburg soll eine frühere Mitarbeiterin der Ausländerbehörde Geld von Migrantinnen und Migranten angenommen haben, um ihnen schneller einen Termin zu verschaffen. Eigentlich muss man in Duisburg oft sehr lange auf einen Termin warten. Viele Betroffenen sollen deshalb bereit gewesen sein, heimlich Geld zu zahlen. Angeblich bis zu 50.000 Euro. Die Stadt hat die Frau 2024 entlassen und Anzeige erstattet. Jetzt ermitteln das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft. Es geht um den Verdacht auf Bestechung, Unterschlagung und Datenfälschung. Außenminister will Haftbedingungen für Maja T. verbessern. Außenminister Johann Wadepool fordert bessere Haftbedingungen für Maja T. in Ungarn. Nächste Woche soll es neue Gespräche mit der ungarischen Regierung geben. Maja T. sitzt in Budapest wegen mutmaßlicher Gewalt bei Protesten gegen Rechtsextreme in Haft. Mit einem Hungerstreik kämpft sie für bessere Haftbedingungen und ihre Rückkehr nach Deutschland. PKK beginnt mit Waffenabgabe. Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK hat damit begonnen, ihre Waffen niederzulegen. In der Region Kurdistan im Nordirak haben erste Kämpfer Waffen verbrannt, darunter Gewehre. Der Schritt ist Teil eines Friedensprozesses mit der Türkei. Die PKK hatte im Mai ihre Auflösung angekündigt. Die Türkei erwartet, dass alle Kämpfer bis Ende des Jahres entwaffnet werden. Backpackerin nach 12 Tagen im Outback gefunden. Eine vermisste Deutsche ist in Australien lebend gefunden worden. Nach 12 Tagen im Outback. Carolina Wilgar wurde von einem Passanten entdeckt. Sie war geschwächt, aber nicht verletzt. Ihr Auto war zuvor mit einer Panne in einem Naturschutzgebiet gefunden worden. Die 27-Jährige hatte kein Handysignal. Jetzt wird sie im Krankenhaus in Perth behandelt. Boeing-Absturz. Treibstoffzufuhr wurde abgeschaltet. Am 12. Juni ist eine Air India-Maschine abgestürzt. 260 Menschen sind gestorben. Kurz nach dem Start wurde die Treibstoffzufuhr abgeschaltet. Auf dem Stimmrekorder fragt ein Pilot: „Warum hast du den Treibstoff abgestellt?“ Der andere sagt: „Ich habe das nicht gemacht.“ Wie genau es dazu kam, ist noch unklar. Sicher ist jedoch, die Schalter standen zum Zeitpunkt des Aufpralls wieder auf Ein. Kurz zuvor hatten die Triebwerke erneut gestartet, doch der Absturz war nicht mehr zu verhindern. Die genaue Ursache wird weiterhin untersucht. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören.